Herzlich willkommen. Mein Name ist Wojtek und ich arbeite als Spezialist für digitales Marketing. Heute möchte ich euch zeigen, wie man mit unserer Authenti-Plattform Dokumente online signieren kann. Los geht's! Klicke dazu auf die Schaltfläche Neues Dokument erstellen. Die Benennung des Dokuments erleichtert dir später die Suche nach einer Datei oder einem größeren Projekt im Archiv. Füge eine oder mehrere Dateien von der Festplatte hinzu oder ziehe sie per Drag and Drop. Unsere Plattform ermöglicht es, Dateien in vielen verschiedenen Formaten wie PDF, Doc, XLS und vielen anderen hinzuzufügen. Die Gesamtgröße aller angehängten Dateien beträgt allerdings 20 MB. Unabhängig davon, ob du eine oder mehrere Dateien hinzufügst, werden diese zu einer Datei zusammengefasst und ins PDF-Format konvertiert. Du kannst die Reihenfolge der Dateien bestimmen, die am Ende mit dem Authenti-Siegel versehen werden. Denke daran, dass die Datei weder passwortgeschützt sein noch bearbeitbare Felder enthalten darf. Der Versuch, fehlerhafte Dokumente hinzuzufügen, schlägt fehl, das Datei-Icon wird rot angezeigt. Füge anschließend die Empfänger hinzu und wähle deren Rollen aus. Sprechen wir über die verschiedenen Rollen der am Signierungsprozess Beteiligten. Beim Hochladen eines Dokuments kannst du die Reihenfolge der Signierenden festlegen und ihnen auch entsprechende Rollen zuweisen. Was sind Rollen? Dies sind die Berechtigungen, die die jeweiligen Personen erhalten werden. Rollen eignen sich hervorragend, um den Signierungsprozess von Dokumenten zu optimieren. Wir unterscheiden folgende Rollen: Signierender, Paraphierender, Begutachter, Option im Premium-Paket verfügbar. Zur Einsicht: Signierende sind Personen, die berechtigt sind, im jeweiligen Unternehmen eine Signatur zu setzen. Zum Beispiel die für das jeweilige Projekt verantwortliche Person, Personen aus der Geschäftsführung des jeweiligen Unternehmens. Die paraphierende Person prüft das Dokument und bestätigt dessen Richtigkeit. Wenn die Paraphe abgelehnt wird, wird der Signierungsprozess des Dokuments unterbrochen. Wichtig ist, dass die restlichen Empfänger das Dokument oder Informationen über dessen Erstellung erst erhalten, wenn es vom Paraphierenden genehmigt worden ist. Paraphierende können z.B. Rechtsanwälte sein, die die Richtigkeit der Daten und die sachliche Übereinstimmung aller Inhalte überprüfen, bevor andere elektronische Signaturen gesetzt werden. Wenn du einen der Empfänger als Paraphierenden bestimmst, setzt die Plattform diese Person sofort an den Anfang der Liste, damit sie das Dokument als erste prüft. Weitere Optionen sind die Einsichtnahme in Dokumente und Begutachter. Diejenigen, die Einsicht in ein Dokument haben oder es begutachten, werden vom System aus der Reihenfolge genommen. Ihre Rolle hat keinen Einfluss auf den Signierungsprozess. Meistens sind es Personen, die am Projekt beteiligt sind, aber nicht berechtigt sind, das Dokument zu signieren. Zum Beispiel der Projektleiter, der für die Zusammenarbeit mit dem Geschäftspartner zuständig ist. Rollen sind ein hervorragendes Werkzeug, welches es Teams ermöglicht, einfach und schnell im Signierungsprozess von Dokumenten zu kommunizieren und gleichzeitig die Berechtigungen ausgewählter Personen einzuschränken und anderer auszuweiten. Kommen wir nun zu den elektronischen Signaturen. Erwähnenswert ist hier, dass Authenti 3 Arten von E-Signaturen anbietet, die im Geschäftsleben verwendet werden können. Die erste, Authenti E-Signatur, ermöglicht es, eine Willenserklärung in dokumentarischer Form abzugeben. Mit dieser Signatur unterzeichnest du die meisten, nämlich 90% der Dokumente und Verträge im geschäftlichen Umlauf. Zum Beispiel: Stell dir vor, du willst schnell einen Mietvertrag abschließen. Die Authenti E-Signatur ermöglicht dessen Signierung in der Cloud, ohne dass Dokumente ausdruckt oder einscannt werden müssen. Es ist wie eine digitale Bestätigung: Ich stimme zu. Die zweite Art, fortgeschrittene Authenti E-Signatur, erhöht die Sicherheit des Signierungsprozesses durch die Verifizierung der Identität des Signierenden, die vollständig online erfolgt. Stell dir vor, du schließt einen Vertrag mit einem neuen Lieferanten aus einem anderen Teil des Landes ab, den du noch nie persönlich getroffen hast. Die fortgeschrittene E-Signatur bietet eine zusätzliche Verifizierung der Identität des Signierenden, somit weißt du genau, mit wem du es zu tun hast. In diesem Prozess muss sich der Signierende identifizieren, zum Beispiel durch eine Video-Identifizierung. Die dritte ist die qualifizierte elektronische Signatur, das heißt, eine Signatur, die einer handschriftlichen Unterschrift gleichwertig ist. Wann ist deren Anwendung notwendig? Möchtest du einen Vertrag über den Bau eines Hauses oder Dokumente für die öffentliche Verwaltung signieren?
Eine qualifizierte elektronische Signatur ist in solchen Fällen unverzichtbar, weil sie die Gültigkeit eines solchen Vertrags gewährleistet. Obwohl eine qualifizierte Signatur seltener benötigt wird, ist ihre Gültigkeit für bestimmte Arten von Transaktionen und Dokumenten von unschätzbarem Wert. Deshalb sorgen wir bei Authenti dafür, dass du Zugang zu allen Informationen darüber hast. Authenti bietet Zugang zu mehr als 20 Anbietern qualifizierter Signaturen. Bei einer so großen Auswahl findest du sicher das Richtige für deine Bedürfnisse. Denke daran, dass deine elektronische Signatur als Willenserklärung rechtsverbindlich ist. Die Authentifizierung erfolgt über die vom Absender angegebene E-Mail-Adresse und optional über einen einmaligen SMS-Code. Wir haben bis jetzt wirklich viel geschafft. Wir haben unsere Datei benannt, unsere Dokumente hinzugefügt, entschieden, an wen wir sie senden, die Rollen zugewiesen und wählten sogar die perfekte elektronische Signatur. Jetzt kommen wir zu den letzten Schritten. Bei Authenti handeln wir international, deshalb ist unsere Plattform in 13 europäische Sprachen übersetzt worden. Wenn du mit jemandem aus dem Ausland zusammenarbeitest, wähle die Sprache aus dessen Land oder universelles Englisch. Dein Empfänger erhält in der jeweiligen Sprache den Inhalt der E-Mail-Nachricht, die Signaturkarte, die Erklärungen und Einwilligungen. In Ordnung, jetzt ist es an der Zeit, die Kunst der Signierung von Dokumenten zu beherrschen. Nachdem du dich mit dem Inhalt des Dokuments vertraut gemacht und die Richtigkeit der Daten bestätigt hast, akzeptiere die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Plattform und wähle Signieren. Deine Daten werden aus Sicherheitsgründen verschlüsselt und du wirst auf die Hauptseite des Verwaltungspanels weitergeleitet. Im Verwaltungspanel ist es möglich, die Prozessschritte jedes Beteiligten zu verfolgen, die durch Statusetiketten wie offen, signiert oder abgelehnt angezeigt werden. Jedem auf der Authenti-Plattform signierten Dokument wird eine Signaturkarte beigefügt. Auf der Signaturkarte findest du viele wichtige Informationen wie Z.B. ID des Dokuments, Visualisierung des elektronischen Authentisiegels, Visualisierung der gesetzten elektronischen Signaturen, einschließlich der personenbezogenen Daten des Signierenden und der Art der gesetzten Signatur. Alle auf der Authenti-Plattform gesetzten elektronischen Signaturen entsprechen den Anforderungen der eIDAS-Verordnung, die die Erbringung von Vertrauensdiensten in der gesamten Europäischen Union regelt und sind daher rechtsverbindlich. Das ist schon alles. Wenn ihr unser Tool noch nicht ausprobiert habt, empfehle ich euch, einen kostenlosen Account bei Authenti zu erstellen. Auf diese Weise könnt ihr alle Vorteile des digitalen Signierens von Dokumenten in der Praxis erleben. Eine hervorragende Gelegenheit, um zu sehen, wie das funktioniert und wie viel Zeit und Geld ihr sparen könnt. Und wenn ihr schon das Gefühl habt, dass dieses Tool das Richtige für euch ist, empfehle ich euch, den PAO-Plan zu erwerben, mit dem ihr Dokumente ohne Einschränkungen versenden könnt. Eine Investition, die sich mit Sicherheit auszahlen wird, vor allem, wenn ihr an die Effizienz und Sicherheit eurer Arbeit denkt. Zögere nicht. Werde Mitglied der Authenti-Gemeinschaft.